Hallo und herzlich willkommen zurück auf unserem Kanal. Heute habe ich wirklich was sehr Aufregendes zum Auspacken und erkunden. Nachdem ich vor einiger Zeit auch die Akku Horizon 50 8B Plus getestet habe, das Video könnt ihr übrigens hier oben sehen, drückt einfach auf den Info-Button, habe ich mich auch dazu entschlossen, etwas ganz Besonderes von Akku zu kaufen, nämlich die Naruto Uzumaki 5075B Plus Tastatur. In diesem Video tauchen wir in die Welt der mechanischen Tastaturen ein und legen dabei ein besonderes Augenmerk auf die Naruto 5075B Plus Tastatur von Akko. Vor allem als Fan von Anime und innovativer Technologien hat diese Tastatur sofort meine Aufmerksamkeit erregt und ich dachte mir, ich muss sie unbedingt testen. Nachdem ich mir also die Tastatur bestellt habe und sie geliefert wurde, habe ich sie ausgepackt. Zu Beginn, was ich ziemlich gut finde, die Verpackung zeigt ein ikonisches Naruto-Kunstwerk und steigert dadurch auch enorm die Vorfreude, diese Tastatur auszupacken und zu schauen, wie sie in echt aussieht. Der Lieferumfang bei Akko ist bei so ziemlich allen Tastaturen, wie auch schon bei der 5087B Plus, relativ gleich. Auch hier sind im Lieferumfang wieder enthalten die Tastatur, die direkt mit einem Startbus kommt. Die Tastatur mit einem richtig coolen Naruto-Muster. Die Bedienungsanleitung, Tastenkappen, Abzieher und Switchpuller, also Schalterabzieher dazu geliefert, sowie ein Kabel, um die Tastatur mit dem Computer oder mit dem Laptop zu verbinden. So, nachdem ich die Tastatur aufgepackt habe, werfen wir einen genaueren Blick auf das Design. Die Tastatur hat eine einzigartig orangene Farbe und schwarze Tasten in Kombination, die wirklich an Narutos charakteristischen Look erinnern. Zudem ist die Tastatur hergestellt aus wirklich robusten Materialien, wodurch sich die Tastatur auch wirklich solide und stabil anfühlt. Die Tasten sind auf einer Aluminiumplatte montiert, was nochmal die hochwertige Verarbeitung unterstreicht. Wie jeder weiß, liegt das Herzstück einer mechanischen Tastatur in ihren Tastenschaltern. Die Tasten der Akko 5075B Plus im Naruto-Style sind mit Tasten ausgestattet, die für taktiles Feedback und ein zufriedenstellendes Klickgeräusch bekannt sind. Hört euch gerne dieses zufriedenstellende Klicken bei jedem Tastendruck an. Es geht nämlich nicht nur um die Funktionalität, sondern auch um ein akustisches Erlebnis, wenn man eine Tastatur nutzt. Dann zeige ich euch jetzt noch fix den Klang der Tastenkappenanschläge, also hört genau hin. Wie ich finde, bieten die Tasten eine sehr angenehme Balance zwischen präzisem Tastengefühl und hörbarer Rückmeldung beim Zocken oder auch beim Arbeiten. Lasst uns auch noch über ein weiteres sehr tolles Feature, nämlich die Hintergrundbeleuchtung sprechen. Diese Tastatur bietet eine Vielzahl an anpassbaren RGB-Beleuchtungseffekten, von subtilen Artenmustern bis hin zu lebendigen Farbverläufen, die du grenzenlos einstellen kannst. Theoretisch könntest du die Beleuchtung sogar mit deiner Lieblingsszene aus Naruto synchronisieren. Die Beleuchtung ist programmierbar anhand der Software im kabelgebundenen Modus und die RGB-Beleuchtung ist, wie ich finde, nicht nur visuell sehr beeindruckend, sondern schafft auch irgendwie eine atmosphärische Stimmung. So, ich zeige euch jetzt noch fix, wie die Tastaturbeleuchtung aussieht. Habe mich dafür extra ins Dunkle gesetzt. Das ist schon ziemlich cool, oder? Das ist vor allem, was mich auch richtig begeistert, ist dieses Flackern an der Seite. Da sieht man richtig schön, dass hier an der Tastatur noch eine LED verbaut ist. Genau, wenn man die nicht benutzt, die Tastatur, dann sieht man, dass die Beleuchtung relativ schnell ausgeht. Aber, wie ich finde, unglaublich cool. Und gibt einem natürlich auch nochmal ein ganz anderes Feeling. Noch ein kleiner Nachtrag zur Beleuchtung, was ich richtig cool fand. Wenn die jetzt an ist und man hier den Lautstärke-Knopf dreht, dann fängt die Tastatur an, partymäßig zu leuchten. Relativ cool.
kommen wir noch zu ein paar funktionellen Eigenschaften der Tasten. Hier sollte man vor allem die Mediensteuerungstasten beachten, vor allem der Lautstärkeregler oder die Medienwiedergabetaste oben rechts an der Tastatur. Und es ist möglich, durch die Software und im kabelgebundenen Modus die Funktionstasten so zu programmieren, dass sie für häufig genutzte Anwendungen angepasst werden können. Das ist ganz einfach, denn das geht über die Software in nur wenigen Klicks und wenn man sich die Bedienungsanleitung dazu holt, auch alles sehr selbsterklärend ist. Nachdem ich die Tastatur jetzt etwas länger genutzt habe, fragt ihr euch sicherlich, was mein Urteil ist. Und ich muss sagen, dass ich wirklich beeindruckt bin von der Fusion aus Anime-Inspiration und modernster Technologie. Denn zum einen, die Tastatur sieht einfach wirklich cool aus, vor allen Dingen, wenn man großer Naruto-Fan ist, so wie ich. Und zudem kommt dann dazu, dass wenn man auf der Tastatur tippt, es sich einfach anfühlt, als ob Narutos Energie durch meine Hände fließen würden. Es lässt sich also sagen, wenn du auch ein Naruto-Fan bist oder einfach nur wirklich eine erstklassige mechanische Tastatur suchst, schau dir unbedingt in der Beschreibung den Link an für mehr Informationen. Vergiss nicht, das Video zu liken, zu abonnieren, einen Kommentar zu hinterlassen, falls du noch Fragen hast oder deine Erfahrungen mit der Tastatur teilen möchtest. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder.